Einmal im Jahr treffen sich Mitglieder des Lumière Filmclubs in Alsfeld, einer romantischen kleinen Stadt in Hessen. Aus ganz Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, so zum Beispiel der Schweiz, reisen am Samstag, den 15. Oktober, Filmfreunde nach Alsfeld, wie hier mit der Eisenbahn. Unter ihnen ist in diesem Jahr auch Herr Hans-Werner Asmus von der Cinema-Redaktion in Hamburg. Die Mehrheit der Teilnehmer kommt mit dem Auto. Clubmitglied Udo Rahn, der dankenswerterweise seine Cafés als Tagungsräume zur Verfügung stellt, begrüßt hier einige der rund 60 angereisten Anhänger des chemischen Films. Auch in den vergangenen Jahren hat Herr Rahn dafür gesorgt, dass die Veranstaltung in Alsfeld stattfinden konnte. Beim Erfahrungsaustausch steht das Thema Kino an erster Stelle. Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem diesjährigen Jahresclubtreffen in Alsfeld begrüßen. Allen Unkenrufen zum Trotz sind wir auch als Club nicht totzukriegen, was das letzte Jahr gezeigt hat. Ich möchte mich ganz am Anfang, muss man mal irgendwas anderes sagen, nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die diese kleine Krise, die wir ja letztes Jahr im Herbst hatten, sprich also Erscheinung des Movieheftes durch den PC, der nicht da war und der dann mit den Spenden finanziert worden ist, möchte ich mich bei allen Spendern recht herzlich nochmal bedanken. Und, als Wunschfilme für die abendliche Super 8 Vorstellung wurden folgende Komplettfassungen angeboten: Abyss, Mary Poppins, Bambi, Alien, Die Zeitmaschine und die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Eine Auflistung, wir haben also 6 Filme, Wunschfilme dieses Jahr im Programm. Diese Hefte enthalten Titel und Besprechungen des Spielfilmangebotes, das der englische Großanbieter Darren auf Super 8 in regelmäßigen Abständen veröffentlicht. Natürlich gibt es auch deutsche Anbieter wie Rainer Stephan, Roger Vollstedt und Dietrich Kemsky. Dem Kinomacher sind mit Super 8 keine Grenzen gesetzt. Denn nicht nur neueste Produktionen aus den Disney-Studios, sondern auch deutsche und internationale Klassiker sind als Komplettfassungen erhältlich. Es bleibt noch genügend Zeit für einen Rundgang durch den mittelalterlichen Stadtkern, der viele interessante Motive für den Selberfilmer bietet. Hinter dem Weinhaus am Marktplatz, erbaut 1538 von Hans von Frankfurt, erhebt sich die Walpurgiskirche. Mit ihrem Bau wurde bereits im 13. Jahrhundert begonnen. In späterer Zeit wurde sie mehrfach erweitert. Sowohl der spätgotische steinerne Unterbau des Rathauses als auch das urwüchsige Fachwerk der 1600 erbauten Apotheke bilden reizvolle Motive für die Kamera. Als bedeutendste Touristenattraktion Alsfelds gilt das historische Rathaus. Es wurde von 1512 bis 1516 erbaut. Auch das Hauptcafé Rahn ist ein historischer Fachwerkbau. Hier findet die abendliche Filmvorführung statt. Das Lumière-Club-Treffen bietet für unseren Chefredakteur Harald Nentwich die Gelegenheit, sich mit einigen Autoren über die Gestaltung des Clubmagazins zu beraten. Unser clubinternes Magazin, genannt Movie, hat inzwischen professionelles Niveau erreicht und ist zu einer unverzichtbaren Lektüre für jeden Schmalfilmsammler geworden. Für die Super 8-Vorführung wird der Fumeo-Projektor von Herrn Kemsky eingesetzt.
Diese Projektionsmaschine ist mit einer 500 Watt Xenonlampe ausgerüstet und damit der hellste Super 8 Projektor, den es gibt. Auf der Empore des Cafés laufen die Vorbereitungen für die abendliche Filmvorführung. Damit die Vorführung ohne Unterbrechung stattfinden kann, müssen die Akte des Films auf eine große Spule gewickelt werden. Unterdessen sammeln sich Clubmitglieder langsam im unteren Raum des Cafés, der für die Zuschauer umgeräumt wurde. Auch das Vorprogramm kommt auf eine große Spule. Es besteht aus Werbefilmen, kurzen Zeichentrickfilmen und aus von Clubmitgliedern selbst gedrehten Kurzfilmen. Die Filme sind aneinander gekoppelt und werden jetzt auf eine Spule gewickelt. Während das Publikum ungeduldig wartet, wird auf der Empore noch fieberhaft an der Installation der Tonwiedergabe gearbeitet. Beim Vorprogramm kommt der Ton von der Piste, beim Hauptprogramm vom Tonbandgerät mit Perfoband. Durch einen Prozessor wird dann eine Stereo-Surround-Beschallung erreicht. Alsfeld bietet sehr gute und preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten mit Frühstück, wie hier in der alten Schmiede. Am Sonntag, dem 16. Oktober, treffen sich alle Filmfreunde vormittags um 10 Uhr im Alsfelder Kinocenter. Dort findet eine Filmbörse statt, die von Mitgliedern für Mitglieder ausgerichtet wird. Das Angebot reicht von gebrauchten Schnittfassungen, wie sie von Piccolo, UFA, Marketing und anderen Filmvertrieben herausgebracht wurden, bis hin zu neu erschienenen Komplettfassungen. An anderer Stelle sind Filmplakate und Aushangfotos für das eigene Kino zu haben. Ralf Wornast mit seiner Firma FFR Film bietet, was es im Fotohandel oft nicht mehr gibt: Super 8 Filmmaterial, Filmkleber, Klebefolien, Klebepressen und vieles andere. Außerdem stellt Herr Wornast Halterungen für Anamorphoten für fast alle gängigen Projektoren her. Er baut auch den GS 1200 auf Zweiflügelblende um. Falls man Sonderanfertigungen wünscht, sollte man sich ruhig an ihn wenden. Clubmitglied Jürgen Weißer bietet brillante Dias für den Kinomacher an. Außerdem kann man bei ihm die Spulenarme des eigenen GS 1200 durch Umbau verlängern lassen,
sodass ohne Unterbrechung eine Projektion von über 2 Stunden möglich wird. Im Bildwerferraum wird unterdessen der Super 8 Lichtriese von Herrn Kemsky installiert. Dieser Projektor nimmt Spulen von 1200 Meter Fassungsvermögen auf. Am Stand von Herrn Weißer kann man jetzt den Elmo GS 1200 mit den langen Spulenarmen bewundern. Auf diese Arme passen Spulen mit 800 Meter Fassungsvermögen. Der Zuschauerraum füllt sich. Man wartet auf die Vorstellung, mit der das Jahrestreffen ausklingt.